O ihr Gläubigen, glaubt, so dass ihr weiterkommt. Wer möchte weiterkommen, sollte nicht schlafen. Er sollte aufwachen, und wer aufgewacht ist, er glaubt. Oh, you believers, believe. Oh, you believers, you gotta believe. You should believe so that you can wake up, because only by believing and by waking up you can progress on this way. You need to believe, and you need to wake up in order to be able to progress. All you believers. Der Glaube weckt auf. Wer gläubig ist aufgewacht. It's our faith that makes us become awake. It's our belief that makes us open our eyes in this world. Der Mensch lebt zwischen Dimensionen. Und wer denkt hier, er würde nur in dieser Welt existieren und nur dieser Welt würde geben, er täuscht sich. We are human beings living in many dimensions, and we are in error if we think that we only would live only in this world. Nein, wir sind Wesen zwischen Dimensionen, die leben. We are beings that live multidimensionally. Und wer glaubt, er wird durch die Dimension, über die Dimension hinaus schaffen. Wer nicht glaubt, wird hier in einem Sumpf der Dimension stecken bleiben. And if we believe, if we do have faith, we will transcend from one dimension to the other. But if we don't have faith, if we don't believe, we will stuck up in this whole only single dimension we live in. Der Glaube ist der Weg zwischen der Dimensionen, der Weg, der durch die Dimensionen führen kann. Der einzige Weg ist der Glaube. It's our faith that will lead us from one dimension to the other, and it is the factor that would carry us forward on this path. Wer möchte über die Dimension hinaus in die Gegenwart seines Herrn, des Schöpfers, wo keine einzige Dimension mehr es gibt, geben kann, nur ihn selbst, muss glauben. If you want to reach divine presence, if you want to go from one dimension to the other, up to Allah Almighty's presence, you need to have faith. Der Glaube ist der Weg, doch zwischen jeder Dimension gibt es eine Schranke, eine Wand, eine Mauer. Our path is our faith, and it is just by believing that we can overcome each challenge we are facing from one dimension to the other. Zwischen jeder Dimension ist eine Schranke, eine Mauer. Between every dimension, there is a wall, there is a challenge we need to overcome. Eine Mauer, die keine Tür hat. Wie will man da von einer Dimension zum anderen wechseln oder hineintreten? And that wall prevents us from going from one dimension to the other, because that wall doesn't have a door. Da muss man eine Tür schaffen. Wie aber bekommen wir eine Tür in die Mauer hinein, sodass wir reinkommen können? But you need to open a door through that wall so that you can go from one dimension to the other side. But how are we going to open a door through that wall? Das andere, das höhere, die andere höhere Dimension wartet auf dich und will dich willkommen heißen, aber du musst selber die Tür, die dich hineinlassen wird, bauen. The upper dimension is waiting for us, but it is up to us to build a door through that wall that will be our gateway from the dimension we are in to the next dimension. Du musst die Pforte von einer Dimension zum anderen selber herschaffen. It is you who will open the gateway that will lead you from the dimension you're in to the next dimension. Wie schaffst du das? Das ist das Gebet, das Ritual des Gebetes kann dir nur die Tür sein.
It's your prayers, your ritual prayers, that will become your gateway, that will lead you from this dimension to the other. Der Glaube ist der Weg. Das Gebet ist die Tür zwischen der Dimension. It's your faith that is your path from the one dimension to the other, and it's your prayers that will be your door on that way. Jedes Gebet öffnet dir eine Tür von einer Dimension zum anderen. Every prayer will open you a new door, opening away from one dimension to the other. Wer faul ist zum Beten, zum Gebet, der bleibt stecken zwischen den Dimensionen und kann nicht weiter. Ich glaube, wird nicht reichen. Der Glaube ist der Weg. Du musst aber gehen. Du gehst mit dem Gebet. You shouldn't be lazy to not pray. You need to pray because you will have a way if you have faith. But the only way that you can make a progress is through your prayers. Und deine Gebete, je aufrichtiger, so desto stärker wird dein Glaube und desto höher wird dein Gehen sein. And the stronger your prayers will become, which means the more sincere your prayers will become, the more progress you will be making on this way. Das Ritual ist das Werkzeug der Gebete und das Gebet ist die Tür zwischen den Dimensionen, die du in die Mauer der Dimensionen, in die Schranken der Dimensionen eingebaut hast. Our prayers are the instrument that will help us to open the doors through that wall. Die Europäer, eigentlich wollen sie alle Muslim sein. Sie beneiden uns. Das ist die Wahrheit. Actually want to be Muslims and they're jealous of us being Muslims. Sie wollen alle Muslim sein, aber nicht mit mir. Mit mir ist der Betende Teil des Muslims. Muslim sein, wenn man sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bist du Muslim im Kreis des Islam. Aber mit mir sein kannst du nur, wenn du betest, immer mehr, immer stärker im Gebet bist. They want to become Muslim, and it's actually very easy to become Muslim if you confess your belief in Allah Almighty and His Prophet, but it's totally different to become a sincere follower of that path, because that requires to be a true believer, and only by praying you can become a true believer. Die Europäer wollen auch fliegen, sie lieben das Fliegen. Aber spirituell wollen sie die Einheit mit dem Herrn, mit ihrem Schöpfer und die in die Meeren des göttlichen Liebe eintauchen. Aber das wollen sie ohne ein Flugzeug machen. And they want to fly. Europeans love to fly, and they want to reach up to the skies, but they can't reach to the sky. They can't reach to the skies without praying. Das Gebet ist das Flugzeug und die Richtlinien des Gebetes ist die Route. Our prayers are our airplane that will carry us to heavens and will fly us through heavens. And the guidelines for each prayer will be the route on that path to heaven. Und wenn wir 5-mal am Tag beten, 5 Dimensionen öffnen sich uns. And when we Tagtäglich 5 Dimensionen. And by performing our prayers 5 times each day, 5 dimensions are opening each time we perform our prayers. 5 times a day, there are 5 dimension openings to us. Und diese Dimensionen öffnen sich, geben uns die Möglichkeit, hier 5-mal am Tag aufzusteigen in die Richtung göttlicher Gegenwart, durch die Dimension hinaus. Aber wenn wir diese 5 Pforten der Dimension hier auch wahrnehmen und hineintreten, every day we get a new chance to reach higher stations. Every day, 5 times a day, we get the chance to reach from one station, from one dimension to the other, to reach 5 dimensions.
but only for those who are aware that through their prayers they will be able to reach from one dimension to the other, who are aware and appreciate the chance of performing their prayers 5 times a day. Wer will die Augen in der Gegenwart Gottes öffnen und mit einem Augenaufschlag hier bei Allah sein, in den Meeren der göttlichen Liebe schwimmen, der muss durch diese Pforten gehen, durch diese Dimensionen laufen. Anders geht das nicht. Mit Augen auf, Augen zu wird es nicht geschafft sein. And if you want to be within the blink of an eye to be in Allah Almighty's divine presence, that won't happen just by now, but you need to perform your prayers each time. And by swimming through these oceans, but from one dimension to the other, you will eventually open your eyes in the divine presence. Wir müssen also ernst nehmen die Gebetszeiten und die Gebete, weil das sind unsere Türen durch die Dimension. We need to take our prayers seriously, because our prayers will be the gateway to heavens, to these stations. Möge Allah uns immer gläubiger machen und den Glauben stärken, und das schaffen wir durch unsere Gebete. May Allah Almighty strengthen our faith, make us more powerful by becoming more faithful to our belief, and by making our prayers become sincere prayers. Wir bitten unseren Herrn, dass er uns die Dimension öffnet, aber bevor die Dimension unser Herz öffnet und unser Verständnis. We are praying to Allah Almighty so that He may open these dimensions to us, and we are praying that He may open our hearts and understanding so that we can appreciate these dimensions opening to us.